Seit 20 Jahren setzt Sen für die U-Reihe auf sogenannten U-Boot-Stahl, einem Metall, das besonders korrosionsbeständig ist und deshalb besonders gut geeignet ist für den Bau von U-Booten. Jetzt, zum 20-jährigen Jubiläum in 2025, geht die deutsche Uhrenmarke einen großen Schritt weiter und lanciert gleich 3 auf je 1000 Exemplare limitierte Taucheruhren, die tatsächlich aus U-Booten gemacht worden sind. Genauer genommen der U-15, der U-16 und der U-18, 3 Tauchbooten der 206er-Klasse der Bundesmarine, die bis 100 Meter Tauchtiefe eingesetzt werden konnten und jetzt außer Dienst gestellt worden sind. Dadurch ist Sinn in den Besitz von Metallteilen gekommen, die wieder umgeschmolzen worden sind in neue Gehäuse durch die SUG der eigenen Gehäusemanufaktur und jetzt in Form der U15, U16 und U18 auf den Markt kommen. Alle 3 sind wie gesagt auf 1000 Exemplare limitiert. Die U15 basiert im Prinzip auf der U50, ist 41 mm groß bis 500 Meter wasserdicht und wird von einem SW300 angetrieben. Die größere 44 mm große U16 basiert auf der U1, ist bis 1000 Meter wasserdicht, kommt mit einem SW200 und am oberen Ende der Skala dann noch die U18 mit ebenfalls 44 mm großem Gehäuse, etwas dicker und damit mit einer Wasserdichtheit von 2000 Metern, die auf der U2 basiert, zudem noch mit der Trockenhaltetechnik des Unternehmens ausgestattet worden ist, also einer Trockenkapsel auf der Zifferblattoberseite. Damit sind wir auch bereits beim Stichwort. Das Zifferblatt kommt hier mit einer neuen Optik, nämlich mit Luftblasen, also so wie wenn ein U-Boot abtaucht. Ungewöhnlich für die deutsche Uhrenmarke und ich bin entsprechend froh, dass ich die 3 Uhren bereits in Real Life sehen konnte. Am Arm sieht das Ganze nämlich relativ normal, respektive spannend aus. Und das bringt mich auch zum Grund dieses Videos. Die hier gezeigten Uhren sind sogenannte Fotoexemplare, das heißt, sie kommen mit einem blockierten Werk, was das Fotografieren sehr einfach macht, aber für Videos etwas viel Stillstand bedeutet. Umgekehrt kann ich hier zeigen, wie die Zifferblätter in unterschiedlichen Lichtbedingungen wirken und damit wird auch klar, Regel Nummer 1, bevor man sich eine Meinung über eine Uhr bildet, sollte man die Uhr sicher mal noch am Handgelenk getragen haben. Ich finde das Ganze sehr spannend. Alle 3 Uhren kommen mit einem bewährten Design, kommen mit einem neuen Finish, nämlich einem sogenannten Sonnenschliff auf der Lünette, den man so bei der Marke noch nicht gesehen hat. Die Metallbänder kommen mit einer Pfahlschließe, die mit einer Feinverstellung ausgestattet worden ist. Die Preise starten bei 2.990 Euro. Wie gesagt, alle 3 Uhren sind auf 1000 Exemplare einzeln nummeriert verfügbar. Auf dem Gehäuseboden ist das entsprechende U-Boot-Modell zu finden. Auf der Zifferblattseite die zurückgelegte Distanz, die das Boot während seiner Dienstzeit hinter sich gebracht hat. Dazu gibt es noch ein Stück Metall aus dem, wie gesagt, selben U-Boot im Set enthalten. Wer mehr über die U15, die U16 und die U18 erfahren möchte, auf der Website hat es ziemlich viele Hands-on-Fotos der 3 Modelle, natürlich auch den Vergleich der technischen Daten, alle Informationen, die man sich wünschen oder hoffen kann, respektive zum aktuellen Zeitpunkt verfügbar sind. Wer Fragen hat, kann wie immer gerne das Kommentarfeld hier benutzen. Ich werde so schnell wie möglich darauf antworten und freue mich natürlich über ein Like und noch ein kleines bisschen mehr über einen Subscribe.